Um ein neues Dokument in FOD anzulegen, klicken Sie auf den Button Neues Dokument anlegen. In diesem Beispiel werden wir Ihnen anhand von dem Dokumenttyp Brief die verschiedenen Feldtypen erläutern und zeigen, wie Sie damit einen Brief erfassen können. Hierzu verwenden wir ein Beispiel, was Sie auch in den Schulungsunterlagen finden können. In dem Beispiel ist der Absender des Briefes ein gewisser Philipp Lepin. Um das passende Feld mit dem zugehörigen Namen auszufüllen, öffne ich die Liste und wähle entweder den passenden Absender aus oder lege einen neuen Indexeintrag an. Die Überschrift Inventarisierung Brief signalisiert Ihnen, dass der Brief noch nicht in der Datenbank gespeichert ist. Wenn Sie nun auf Speichern klicken, wird die Maske neu geladen. Der Brief enthält nun eine individuelle Identifikationsnummer, welche dem jeweiligen Account hinzugefügt wird. Die Empfängerinnen des Briefes werden in diesem Beispiel nicht namentlich genannt. Daher können diese auch nicht in der Liste ausgewählt werden, da in diesen nur verifizierte Personen verzeichnet sind. Findet man später jedoch beispielsweise heraus, wie Bruder und Schwägerin heißen, können diese einfach in die Liste aufgenommen werden, durch Indexeintrag hinzufügen. Da es sich um zwei Empfängerinnen handelt, können auch zwei Indexeinträge aus der Liste durch einen Doppelklick hinzugefügt werden. Sie können die Indexeinträge auch über den Button Übernehmen auswählen. Das Listensymbol mit dem Plus signalisiert Ihnen, dass mehrere Einträge ausgewählt werden können. Das Incipit ist ein normales Textfeld. Sie können über die Tastatur Text eingeben oder über STRG+V einen Text aus der Zwischenablage einfügen. Hier können Sie das Erstellungsdatum eingeben. In diesem Fall ist es der 4.1.1885. Da die eingegebene Reihenfolge nicht dem festgelegten Standard entspricht, wird Ihnen eine Hinweismeldung nach Betätigung des Speicherbuttons angezeigt. Diese zeigt an, wie die korrekte Eingabereihenfolge ist. Für unser Projekt ist dies Jahr, Monat, Tag. Als nächstes kann der Absendeort eingetragen werden. Sie erkennen an der Auswahlliste mit dem Häkchen, dass nur ein Ort angegeben werden kann. In diesem Beispiel ist der Absendeort Marshall. Bei längeren Listen können Sie den Ort auch ganz einfach in das Textfeld eingeben. Der entsprechende Eintrag wird Ihnen dann markiert angezeigt. Mit einem Doppelklick können Sie ihn nun auswählen. Es gibt weitere Felder, die ausgefüllt werden können, jedoch keine neuen Feldtypen. Die Registerkarte Digitalisate eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Digitalisate von den spezifischen Dokumenten einzufügen, falls solche vorhanden sind. Klicken Sie dafür auf ein wiederholbares Feld. Dieses Feld wird Ihnen erst nach der ersten Speicherung angezeigt. Nun erscheint eine eigene Maske. In dieser können Sie das Digitalisat bestmöglich erfassen. Um nun das Digitalisat hochzuladen, klicken Sie auf den dazu vorgesehenen Button und wählen auf Ihrem lokalen Rechner das gewünschte Dokument aus. Erst nachdem Sie auf Speichern klicken, wird der Upload auf den Server hochgeladen. Sie haben nun die Möglichkeit, das Digitalisat in FOD zu analysieren oder es sich anzeigen zu lassen. Falls Sie nachträglich ein bestimmtes Digitalisat bearbeiten möchten, können Sie dies durch Betätigung dieses Buttons. Ihnen wird die Maske erneut angezeigt und Sie können Bearbeitungen vornehmen. Neben dem Upload von Bildern ist es auch möglich, einen Link einzufügen. Diesem können Sie nach Speicherung durch den dafür vorgesehenen Button folgen. Sie haben die Möglichkeit, beliebig viele Digitalisate hochzuladen, indem Sie erneut auf den dafür vorgesehenen Button klicken. In der Registerkarte Nachweis können Sie angeben, wo der Brief zusätzlich noch aufzufinden ist. Klicken Sie dafür auf ein wiederholbares Feld hinzufügen. Nun erscheint eine eigene Maske, um den Nachweis zu erfassen. Der Nachweistyp ist Fundort und Aufbewahrungsort ist die Forschungsbibliothek Gotha. Das Signaturfeld ist ein einfaches Textfeld, in welches Sie die Signatur eintragen können. Klicken Sie auch hier auf Speichern, um die eingegebenen Informationen zu sichern. Die Volltexterfassung ist ein weiterer Schritt beim Erfassen eines Briefes. Diese Maske besteht aus einem Volltextfeld und einem Editor mit typischen Editionsoptionen. Den Text können Sie,
falls Sie diesen schon in einem anderen Dokument hinterlegt haben, kopieren und mit Steuerung+V einfügen oder mit einem Rechtsklick über das Kontextmenü einfügen. Es werden nur Formatierungen übernommen, welche auch in FOD dargestellt werden können. Der Editor von FOD hat ein paar weitere Funktionen, die wir Ihnen an einer anderen Stelle vorstellen werden. Speichern Sie auch hier nach der Eingabe. Ihr FOD-Team empfiehlt, eine Arbeitsstatus-Registerkarte mitzuführen, um einen Überblick über die Dokumente zu erhalten. Über das Feld Status wird oftmals die Freischaltung zur Publikation gesteuert. Hier ist es immer nur möglich, einen Status auszuwählen. Diese werden individuell mit den Projekten besprochen und können sich daher auch unterscheiden. Sowohl der oder die Bearbeiterin kann ausgewählt werden, als auch der aktuelle Arbeitsschritt kann hinterlegt werden. Anhand des Arbeitsschritts können Sie erkennen, welche Phasen das Dokument schon durchlaufen hat. Diese Registerkarten werden jedoch individuell an das Projekt angepasst. Bei den soeben genannten Feldern können Sie keine Indexeinträge hinzufügen, da dies nur als Administrator möglich ist. In dem Notizenfeld können Sie Bemerkungen hinterlegen. Dies erleichtert die Kommunikation zwischen verschiedenen Nutzerinnen des gleichen Projekts. Solange Sie noch nicht auf Speichern geklickt haben, sind alle Veränderungen, welche Sie auf dem Bildschirm sehen, noch nicht auf dem Server. Erst nach dem Speichern werden die Daten von Ihrem FOD-Client an den Server gesendet. Sie haben nun erfahren, wie Sie ein neues Dokument in FOD anlegen können. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den soeben eingegebenen Volltext in der Analyseumgebung annotieren können.